Motorbike Expo 2025. Die Iron King Auszeichnungen für Oldtimer-Scooter sind gerade zu Ende gegangen. Und hier haben wir die Gewinnerin, eine zweizylindrige Lambretta, gebaut in den 1970er Jahren. Ich stehe hier mit ihrem Besitzer, Luciano Alvieri. Luciano, herzlich willkommen. Kannst du uns deine Geschichte erzählen? Ich habe mich schon immer seit meiner Jugend leidenschaftlich den Motorrädern gewidmet, insbesondere der Lambretta, da ich immer fasziniert war. Ich komme aus einer Familie, die in der Gegend von Verona Lambretta verkauft hat. Diese spezielle Lambretta habe ich im Jahr 1970 entworfen. Mit dem ersten Hubraum hatte sie 250 wegen der Kombination von zwei Zylindern von jeweils 125. Später wurde der Hubraum auf 350 Kubikzentimeter erhöht durch das Verbinden von zwei 175er Zylindern. Die Aufführung ist deshalb interessant, weil man damals sogar versuchen wollte, ein paar Rekorde auf der Rennstrecke nach Hause zu bringen. Aber das konnte aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden. Sie gilt noch heute als die erste Zweizylinder-Lambretta, die unabhängig vom Hubraum gebaut wurde. Und das ist wichtig. Es wurde alles vollständig aus Innocenti-Material gemacht, abgesehen von ein paar kleinen Details. Zum Beispiel ist der Motor eine Lambretta Innocenti, aber leistungsstark. Es wurde mit einem Längsträger verstärkt, um die Steifigkeit des Rahmens zu erhöhen. Sonst gab es ein wenig mehr Torsion. Der Lenker wurde aus der berühmten Lambro gefertigt. Das Beinschild, wie ihr seht, gehört zu einer Louis. Was den Tank und den elektrischen Teil betrifft, wurden diese von einem Lambrettino verwendet. Es war ein Zweigang-Moped, das ebenfalls von Innocenti hergestellt wurde. Mit 19 Zoll Rädern wurde es als Moped für die Stadt benutzt. Ich habe das verwendet, um das Fahrzeug mit Innocenti Originalteilen aufzubauen. Ich wollte keine Teile von anderen Herstellern einfügen. Der Roller hat eine bedeutende Leistung, geschätzt auf ungefähr über 50 PS. Was die Räder angeht, sind sie die gleichen geblieben wie bei der Lambretta. Ich habe die Stoßdämpfer ausgetauscht und mit dem Einbau von zwei Stoßdämpfern von Ceriani, die mir viel mehr Stabilität geben, Lenkerdämpfer eingebaut, um den Roller viel stabiler zu machen. Wie lange hat es gedauert, dieses Projekt zu realisieren? Ich habe mich etwa 1,5 Jahre, ungefähr 15 Monate damit beschäftigt. Die Lambretta wurde etwa 50 Jahre lang außer Betrieb genommen. Als ich in den Ruhestand ging, habe ich mir gedacht, ich suche sie und ich habe sie tatsächlich gefunden. Sie war nicht in diesem Zustand. Ich habe sie wieder hergestellt, zusammengebaut, lackiert und so weiter. Und das ist das fertige Werk. Außerdem wollte ich sagen, dass das Chassis von einer Lambretta SX200 ist. Sie war etwa 10 bis 15 Jahre ihrer Zeit voraus, im Vergleich zum Boom der britischen Cutdown Lambretta. Es ist ein wunderschöner Roller, 2 Auspuffanlagen, Vergaser 34. Ist das Projekt denn abgeschlossen oder hast du noch etwas hinzuzufügen? Ich habe vor, hier 2 kleine Anpassungen vorzunehmen. Bei der Sitzbank möchte ich etwas hinzufügen, weil es hier für mich leer aussieht. Eine weitere Absenkung des Sitzes, aber nur aus ästhetischen Gründen, weil ich sie schon so mag. Luciano, vielen Dank für deine Zeit. Du hast uns eine faszinierende Geschichte erzählt. Die Geschichte einer der ersten zweizylindrigen Lambrettas. Motorbike Expo Verona. Danke, Leute.